Herzlich willkommen zum Tutorial Dokumenteninhalt modellieren. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie den Inhalt Ihres Dokuments in M-Model festlegen können. Nachdem wir die Dokumentenstruktur in M-Model modelliert haben, können wir mit der Modellierung des Dokumenteninhalts beginnen. Wenn Sie die Dokumentenstruktur noch nicht modelliert haben, können Sie sich unser Videotutorial Dokumentenstruktur modellieren anschauen. Darin zeige ich Ihnen, wie Sie die Dokumentenstruktur in M-Model modellieren. Um den Dokumenteninhalt zu modellieren, stehen uns 4 Platzhaltertypen zur Auswahl. Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über alle verfügbaren Platzhalter und deren Aufbau. Anschließend gehe ich näher auf die Verwendung der Platzhalter ein. Beginnen wir mit dem Aufbau der Platzhalter. Hier als Beispiel der Standardplatzhalter für den Produktnamen Prozent, Prozent, Standard, Unterstrich, Name, Prozent, Prozent. Die Platzhaltergrenzen werden mit 2 Prozentzeichen festgelegt. Innerhalb der Platzhaltergrenzen befindet sich der eigentliche Platzhalter. Der Platzhalter setzt sich zusammen aus dem Platzhaltertyp, hier der Standardplatzhalter, und dem Schlüsselwort, hier Name. Schauen wir uns den Standardplatzhalter etwas genauer an. Mit dem Standardplatzhalter können wir Daten aus der Konfiguration oder Daten aus externen Datenquellen in unser Dokument einbinden. Das kann zum Beispiel eine Ausprägung aus der Konfiguration, aber auch die Firma sein, die aus einem externen System übergeben wird. Ein weiterer Platzhalter ist der Regelplatzhalter. Mit dem Regelplatzhalter können wir weitere Dokumente in unser Ausgangsdokument einfügen. Zum Beispiel, wenn eine Auswahl in der Konfiguration das Einfügen eines weiteren Dokuments erfordert. Die Regel in diesem Beispiel habe ich in dem Tutorial Dokumentenstruktur modellieren modelliert. Wird das Produkt Elektrowagen in der Konfiguration gewählt, dann wird bei der Dokumentengenerierung der Platzhalter in meinem Word-Dokument durch das Word-Dokument Hinweise Elektrowagen ersetzt. Der Intraparagraph-Platzhalter wird verwendet, um bei einer Auswahl in der Konfiguration einen Absatz in das Dokument einzufügen. Der einzufügende Absatz wird in M-Model in einer Textbox eingetragen. Der Intraparagraph-Platzhalter wird bei der Dokumentengenerierung durch den Inhalt der Textbox ersetzt. Der Element-Platzhalter wird verwendet, um Tabellen in einem Dokument zu erzeugen. Dabei können wir zwischen 3 Tabellenarten wählen. Die Angebotstabelle gibt eine Tabelle mit allen Produktpositionen aus. Wenn Sie also 3 Produkte konfiguriert haben, werden 3 Zeilen mit Angaben zu den einzelnen Produkten ausgegeben. Die Detailtabelle gibt eine Tabelle mit allen gewählten Ausprägungen und variablen Werten aus. Bei 3 konfigurierten Produkten wird eine Tabelle für jedes Produkt ausgegeben. Das bedeutet, in Ihrem Dokument werden insgesamt 3 Tabellen mit detaillierten Angaben zur Produktkonfiguration ausgegeben. Die kombinierte Tabelle gibt in einer Tabelle sowohl jede Produktposition als auch eine detaillierte Übersicht über die Konfiguration jedes Produkts aus. Kommen wir zur Verwendung der Platzhalter. Platzhalter in Word-Dokumenten werden immer in einem Rich-Text-Inhaltssteuerelement eingefügt. Das Rich-Text-Inhaltssteuerelement können Sie in Microsoft Word über das Menüband Entwickler-Tools einfügen. Wenn Sie die Entwickler-Tools im Menüband nicht sehen, müssen Sie diese in den Word-Optionen unter Menüband anpassen aktivieren. Wie schon erwähnt, können wir mit dem Standardplatzhalter Daten aus externen Systemen in unser Dokument einfügen, zum Beispiel den Firmennamen. Mein CRM-System ist schon an M-Model angebunden und die benötigten Angebotsparameter sind schon eingerichtet. In meinem Arbeitsbereich habe ich das Word-Dokument Anschreiben
und darin möchte ich den Firmennamen einfügen. Ich öffne die Angebotsparameterzuordnung in meinem Arbeitsbereich. Wenn Sie Daten aus einem externen System in Ihr Dokument einfügen möchten, können Sie jetzt die zugehörige Angebotsparameterzuordnung in Ihrem Arbeitsbereich öffnen. In der Angebotsparameterzuordnung rechtsklicke ich auf den Angebotsparameter Firma. Im Kontextmenü klicke ich auf den Eintrag Standardplatzhalter in die Zwischenablage kopieren. Der Standardplatzhalter befindet sich jetzt in meiner Zwischenablage und ich kann den Platzhalter in mein Dokument einfügen. Im Word-Dokument füge ich ein Rich-Text-Inhaltssteuerelement ein. In dieses Inhaltssteuerelement füge ich meinen kopierten Platzhalter ein. An dieser Position wird der Platzhalter bei der Dokumentengenerierung durch den konkreten Wert aus dem CRM-System ersetzt. Den Standardplatzhalter können wir auch für die Ausgabe einzelner Ausprägungsnamen und Variablenwerte aus der Konfiguration verwenden. Lassen Sie uns gemeinsam einen Standardplatzhalter in ein Dokument einfügen. Wir öffnen die Regeldatei eines Produkts. Wenn wir den Namen der gewählten Ausprägung in unser Dokument einfügen möchten, müssen wir dazu den Platzhalter des Merkmals kopieren. Ich möchte die Bezeichnung des gewählten Elektromotors in mein Dokument einfügen. Wir rechtsklicken auf das Merkmal Elektromotor. Im Kontextmenü klicken wir unter Erweitert auf den Eintrag Standardplatzhalter in die Zwischenablage kopieren. Jetzt können wir zu unserem Dokument wechseln. Wir fügen ein Rich-Text-Inhaltssteuerelement ein. In dieses Steuerelement fügen wir jetzt den kopierten Platzhalter ein. Der Platzhalter wird bei der Dokumentengenerierung durch den konkreten Wert aus der Konfiguration ersetzt. Um zu prüfen, ob der korrekte Wert in unserem Dokument eingefügt wurde, laden wir unseren Arbeitsbereich hoch. Ich lade meine gespeicherte Konfiguration und starte die Dokumentenvorschau. Wie Sie sehen können, wurde der Platzhalter durch die konkreten Werte aus meiner Konfiguration ersetzt. Wenn wir gesamte Dokumente in unser Dokument einfügen möchten, benötigen wir dazu eine Regel und den dazugehörigen Regelplatzhalter. In meinem Textbaustein Produktbeschreibung habe ich schon eine Regel modelliert. Wenn der Elektrowagen gewählt wurde, wird der Textbaustein Hinweise Elektrowagen inkludiert. Das bedeutet, an der Textposition des zugehörigen Platzhalters wird das Word-Dokument, das dem Textbaustein zugeordnet ist, eingefügt. Den Regelplatzhalter dieser Regel kopieren wir, indem wir auf den Operator der Regel rechtsklicken und im Kontextmenü den Eintrag Platzhalternamen kopieren anklicken. Wir wechseln in unser Dokument Produktbeschreibung, da der Textbaustein Produktbeschreibung diesem Word-Dokument zugeordnet ist. Bevor wir den Platzhalter einfügen können, müssen wir ein Rich-Text-Inhaltssteuerelement einfügen. In dieses Steuerelement fügen wir jetzt den kopierten Platzhalter ein. Wenn in der Konfiguration das Produkt Elektrowagen gewählt wird, wird bei der Dokumentengenerierung an der Position des Platzhalters das Dokument Hinweise Elektrowagen eingeführt. Wir laden den Arbeitsbereich hoch und laden wieder die gespeicherte Konfiguration. In der Dokumentenvorschau sehen wir, dass an der Position des Regelplatzhalters das Dokument mit den Hinweisen eingefügt wurde. Wenn wir kein gesamtes Dokument, sondern nur einen Absatz in unser Dokument einfügen möchten, benötigen wir dazu eine Regel und den dazugehörigen Intraparagraph-Platzhalter. In meinem Textbaustein Produktbeschreibung habe ich schon eine Regel modelliert. Wenn die Ausprägung Bluetooth inklusive Freisprecheinrichtung gewählt wurde, wird der Text aus der Textbox eingefügt. Die Textbox finden Sie in der Palette in der Kategorie Textbausteine. Um einen Text in die Textbox einzufügen, rechtsklicken Sie auf die Textbox und wählen Sie den Eintrag Wert ändern. Den Intraparagraph-Platzhalter dieser Regel kopieren wir, indem wir auf den Operator der Regel rechtsklicken
und im Kontextmenü den Eintrag Platzhalternamen kopieren anklicken. In unser Dokument fügen wir ein weiteres Rich-Text-Inhaltssteuerelement ein und in dieses Steuerelement fügen wir den Platzhalter ein. Wenn in der Konfiguration die Ausprägung Bluetooth inklusive Freisprecheinrichtung gewählt wird, wird bei der Dokumentengenerierung an der Position des Platzhalters der Inhalt der Textbox eingefügt. Um das Ergebnis zu prüfen, laden wir den Arbeitsbereich erneut hoch und laden wieder die gespeicherte Konfiguration. In der Dokumentenvorschau sehen wir, dass an der Position des Intraparagraph-Platzhalters der Text aus der Textbox eingefügt wurde. Wenn wir Tabellen in unserem Dokument erzeugen möchten, benötigen wir dazu die MDoc-Tabellenkonfiguration. Dazu rechtsklicken wir im Navigator und klicken im Kontextmenü den Eintrag MDoc-Tabellenkonfiguration an. Der Name der MDoc-Tabellenkonfiguration ist zugleich der Tabellenname. Da ich eine Tabelle erzeugen möchte, die eine Übersicht der konfigurierten Produkte anzeigt, nenne ich meine Tabelle Übersicht. In der MDoc-Tabellenkonfiguration sehen wir den Tabellennamen. Der Tabellenname stellt die Verbindung zwischen der Tabelle im Word-Dokument und der MDoc-Tabellenkonfiguration her. Aus dem Dropdown-Menü Tabellentyp wählen wir die Angebotstabelle, um eine Übersicht der konfigurierten Produkte zu erzeugen. Das Kästchen für die Ergebniszeile aktivieren wir, um in der Ergebniszeile zum Beispiel den Gesamtpreis auszugeben. Die Platzhalter für die Modellierung der Tabelle finden wir auf der rechten Seite der MDoc-Tabellenkonfiguration. Bevor wir jedoch die Platzhalter kopieren, müssen wir in unserem Word-Dokument eine Tabelle erstellen. Wir fügen eine Tabelle mit 4 Spalten und 2 Zeilen ein. In der ersten Zeile fügen wir die Spaltenüberschrift ein. Wir möchten eine fortlaufende Nummer, den Produktnamen, die Anzahl der Produkte und den Preis ausgeben. Jetzt fügen wir in alle Zellen in der zweiten Spalte die Rich-Text-Steuerelemente ein. Anschließend können wir die Platzhalter aus der MDoc-Tabellenkonfiguration kopieren und in die Rich-Text-Steuerelemente einfügen. In M-Model rechtsklicken wir dazu auf den gewünschten Platzhalter und kopieren den Tabellenplatzhalter. Den Platzhalter fügen wir anschließend an die gewünschte Position in unserem Word-Dokument ein. Den Schritt wiederholen wir für alle Platzhalter der Tabelle. Bei der Dokumentengenerierung wird die zweite Zeile für jede Produktposition wiederholt. Also, wenn wir 3 Produkte konfiguriert haben, erzeugt das 3 Zeilen in der Tabelle. Um unser Ergebnis zu prüfen, laden wir unseren Arbeitsbereich hoch und laden eine gespeicherte Konfiguration. In der Dokumentenvorschau können wir sehen, dass eine Angebotstabelle mit einer Übersicht der konfigurierten Produkte erzeugt wurde. Jetzt ist unser Dokument vollständig und wir haben die Modellierung des Inhalts abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfeportal unter www.hilfe.cas-merlin.de. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Modellierung Ihres Dokumenteninhalts. Bis zum nächsten Tutorial.